gut geht, man hat diesen Zeitpunkt um 5 Minuten vorverlegt, dann wird es um 20:22 Uhr mitteleuropäischer Sommerzeit sein. Nun hoffen wir eben, dass alles gut geht, denn für meinen Kollegen Franz Burb und mich, er ist mit mir hier im Studio, fängt eben jetzt gemeinsam mit den Astronauten der NASA und der ganzen zuschauenden Welt die letzte Stunde der Wahrheit an. Dann muss es sich beweisen, ob dieses Raumfahrzeug, das als erstes Raumfahrzeug der Welt wiederverwendbar sein soll, das heißt, das nach Flugzeugart auf einer Piste landen kann, auch wirklich heil mit seinen Astronauten zur Erde kommt. Sie wissen, es ist schon einige Spannung drin, denn das große Rätsel ist, werden die Kacheln, die die Astronauten vor dem Verglühen schützen müssen beim Wiedereintritt in die Erdatmosphäre, werden sie ihren Dienst versehen. Im Augenblick, um gleich jetzt live drin zu sein, fliegt Columbia noch hier unten in seinen letzten Orbit vor der Landung auf der anderen Seite hier des Globus hinein. Und wir haben diese Darstellung hier noch. Sie sehen hier gleich, Verzeihung, dass natürlich die Astronauten abwechselnd nördlich und abwechselnd südlich des Äquators fliegen. Darum machen sie Schlangenbahnen, wenn man auf die Erdoberfläche sieht. Und sie sind im Augenblick, sind sie ja gerade hier, gehen aus dieser Karte raus und kommen jetzt gleich hier um die Ecke in den 37. Orbit. 36 Mal haben sie die Erde, Gott sei Dank, glücklich schon umkreist. Und hier sollen sie landen auf dem berühmten Edwards-Gelände, das wir uns nachher natürlich noch ganz genauer ansehen sollen, denn sie sollen so ankommen und dann hier einen letzten Linksbogen machen, ohne Antrieb. Das muss alles wirklich gelingen, nach einem Flug von etwa 7000 Kilometern über den Pazifischen Ozean. Und dann sollen sie hier landen. Wenn sie es nicht ganz genau schaffen bei diesem ersten Probeflug, gut, dann können sie notfalls 8 Kilometer überschießen. Aber mehr haben sie nicht. Das ist aber jetzt zunächst einmal, möchte ich einen kleinen Vorschau geben in Form eines Trickfilms. Das ist unser Film Nummer 4. Er zeigt im Trick, wie es aussehen wird, wenn der kritische Moment des Eintritts in die Erdatmosphäre herankommt. Sehen Sie, das ist jetzt noch das Steuern in die richtige Richtung. Jetzt hat sich schon die Fähre umgedreht, damit sie von ihrer Geschwindigkeit von 28.000 Kilometer pro Stunde herunterkommt, auf diese Weise absinken kann in die obersten Schichten der Erdatmosphäre, die sie bei etwa 120 Kilometer Höhe spüren wird. Und dann kommt eben der große Moment, wenn diese Unterseite der Columbia anfangen wird zu glühen, die Unterseite des Bodens, aber auch die Unterseite der Tragflächen. Und besonders heiß werden natürlich die vorderen Kanten der Flügel. Sie sind aus einem ganz speziellen Material, aus einem Kohlefasermaterial. Den letzten Anflug der Landung hat man allerdings schon vor 2 Jahren trainiert, aus etwa 7 Kilometer Höhe, hochgeschleppt von einer 747, ließ man ein Schwesterschiff der Columbia los, damit die Piloten dieses letzte Ansteuern eigentlich nach Art eines Lufthansa-Kapitäns dort unten schon einmal üben, damit sie sich daran gewöhnen, dass sie 20 Mal allerdings schneller als ein Verkehrsflugzeug absinken, mit einem 7-mal so großen Gleitwinkel. Das Fahrwerk ist hier, das war real, das hat man gemacht, das ist gelungen, das ist schon ein großer Trost. Und sie haben dann auch wunderbar aufgesetzt. Und wir können nur hoffen, meine Damen und Herren, liebe Zuschauer und alle, die zuschauen heute Abend, auch diejenigen, die mithören über Radio, dass das wirklich nachher genauso gelingt, wie es hier bei der Probelandung war. Und so kamen sie zum Stillstand und das müsste heute Abend um 20:22 Uhr soll das gelingen. Nun wollen wir noch einmal kurz zeigen, was nachher alles zu beachten sein wird. Der ganz kritische Moment ist ja nachher der Wiedereintritt in die Erdatmosphäre. Das sieht etwas abstrakt aus. Sie müssen sich aber vorstellen, die Astronauten haben in ihrem Cockpit solche Schirme vor sich. Das hat es noch nie in der Raumfahrt gegeben. Und hier ist dargestellt die augenblickliche Position eines Orbiters. Das ist bei Simulation aufgenommen. Da sollte er eigentlich sein. Das heißt, die 4 Computer müssen den Orbiter hier rüber steuern, damit er nicht zu weit wegfliegt über die Piste. Aber hier sind Linien eingezeichnet, hier außen. Wenn sie dahin kämen, würde der Orbiter in der Erdatmosphäre verglühen, würde er auf der anderen Seite hier hinkommen. Dann allerdings würde er zu weit schießen, dann wäre das Abbremsen in der Erdatmosphäre nicht stark genug. Das ist das Großartige an dem neuen Verfahren.
Die Computer steuern das Gerät, aber die Astronauten können auf den Schirmen im Cockpit den Vorgang verfolgen. Und das Ganze haben wir nun auch in einem Film. Das ist der Film Nummer 14, eine Landesimulation, die wir selber einmal in Houston miterlebt haben. Hier der Blick in Houston Control. Natürlich ist das eine Aufnahme von mehreren Monaten, die zurückliegt, aber immer und immer wieder haben die Astronauten das geübt. Sie sehen wieder diese Schlangenlinien, nicht wahr? Und gleich werden wir sehen, das ist der Simulator, in dem die Astronauten drin sitzen, der sich sogar hin und her schaukeln lässt, damit sie... Und hier sehen Sie jetzt ganz ähnliche Kurven auf Ihren Darstellungen. Und hier sehen Sie das, was Sie in etwa heute Abend nachher sehen sollen. Sie haben rechts oben schräge den Erdhorizont. Unten kommt weißlich an der ausgetrocknete Salzsee, auf den Sie runter müssen. Oder ganz links haben Sie eben einen Moment gesehen, dieses Runterrutschen von dem Orbiter. Und wieder haben die Astronauten dann gesehen, das Landefeld. Diese Bilder sind übrigens alle computererzeugt. Da hätten Sie schon hier ihre Landepiste auf dem Salzsee. Unten die Ingenieure überprüfen diesen Anflug. Und hier links sehen Sie so ein komisches S. Das ist, wenn Sie etwas zu kurz, wenn Sie zu weit kämen, dann müssen Sie ein S vorausfliegen, um nicht überzuschießen. Das müssen Sie diese letzte Phase sogar von Hand fliegen. Aber dann soll es ja genauso aussehen wie da. Und dann sollen Sie gut zum Stillstand kommen. Das haben wir also alles heute Abend noch vor sich. Wir haben jetzt im Augenblick 19:40 Uhr etwa und ich bitte meinen Kollegen Burb weiterzumachen mit der Frage, wie überhaupt gesteuert wird. Denn das ist anders als sonst bei einem Flugzeug. Ja, ich darf Sie zunächst mal herzlich begrüßen, meine lieben Zuschauer. Im Augenblick ist ja das Space Shuttle eben bereits im Runterfallen in einen ganz speziellen Anstellwinkel. Es fliegt jetzt nicht so in dieser Lage, wie es hier bei uns hängt, sondern es ist sehr viel steiler, geht es so runter, wie wir es vorhin im Trick gesehen haben. Und in dieser ganzen Phase des Wiedereintretens in die Atmosphäre bis kurz davor, wo sie dann wirklich zum normalen Flugzeug, zum normalen Segler wird, hat es diesen steilen Anstellwinkel. Das hat zur Hauptsache, ja, mit soll gebremst werden, nicht? Die Luft wird sozusagen dicker und damit wird der Widerstand, die Bremsung größer. Und man hat dieses Shuttle so hingestellt, die Raumfähre, dass sie nun maximal, das heißt die genaue Bremswirkung hat, wie vorausberechnet wird von den Computern. Und wenn man nun was ändern muss, wenn es zu lang wird, also zu weit käme, wenn er zu schnell sinken würde oder umgekehrt zu langsam, dann macht man das nicht so wie normalerweise beim Fliegen, dass man den Winkel, den Anstellwinkel des Flugzeuges ändert, also die Nase hochzieht oder sie etwas senkt, sondern man lässt diesen kritischen Anstellwinkel und dreht es um die Achse. Man dreht also das Flugzeug mehr so oder so, damit wir die Unterseite schmäler oder breiter und damit nimmt der Widerstand mehr oder weniger zu. Und das ist ja eben jetzt die Stunde der Wahrheit auch für die Kacheln, wie Herr Schiemann schon gesagt hat. Und vielleicht noch mal einen Blick auf dieses Kachelproblem, das ja die ganze Sache, diese ganze Expedition hier, diese Testflüge um rund 2 Jahre verzögert hat. Ich bekomme gleich den Film. Damals, als bei den ersten Überfliegungen vom Bau in Kalifornien nach Florida hier ans Cape, da sind ja bei diesen ersten Exemplaren, dem Schwesterexemplar Enterprise, Kacheln abgefallen oder undicht geworden. Genauso hier bei der Columbia. Und deswegen musste sie ja wieder in die Halle. Da fing das große Elend, das große Problem an, dass die Kacheln nicht fest genug drauf saßen. Das sind ja hier, wir sehen den Rumpf, rund 30.000 Kacheln nötig, um überall das abzudecken. Und hier haben wir nun die Vorderseite des Flügels mit einem Spezialbelag beschichtet, denn er kriegt hier die größte Hitze neben der Nase, nämlich rund 1500 Grad Celsius bei dieser stärksten Erhitzung. Damals musste man über 2000 Kacheln auswechseln, weil der Kleber, die Zwischenschicht, wie sie auf den Rumpf gebaut ist, aufgeklebt ist, nicht ausreichend fest war. Man hat damals Tag und Nacht gearbeitet. Diese oberen Kacheln, die werden so zwischen 300 und 600 Grad warm. Man nannte das damals das größte Puzzle aller Zeiten. 3 Schichten noch vor einem Jahr, Tag und Nacht gearbeitet, um die Termine zu kürzen. Hier nun die Unterseite, die eben die Hauptbelastung aushalten muss. Was wir gesehen haben im Trick glühend. Hier sehen Sie noch einige Fehlen, man hat sie gewechselt. Jede Kachel wurde extra ausprobiert, ob sie festhält. Und Sie sehen jetzt hier, wie die aufgeklebt sind. Diese grünliche Stelle ist eine Unterseite, eben der eigentliche Flugzeugkörper, dieses Blech aus Aluminium. Und hier sehen Sie dieses braune, das ist eine Folie, so eine Art Schaumstoff,
der zwischen dem festen Flugzeugkörper und der Kachel sitzt. Aber unter diesem, die Kacheln sind sozusagen die Hauptsache der Wärmeisolation, des Wärmeschutzes, aber zwischen diesem Doppelrumpf, wir haben hier die Außenseite, sind diese Sonderisolation, Goldfolien dazwischen gebracht. Und Sie sehen, es ist hier ein Doppelrumpf, nicht? Oben die Außenhaut, dazwischen die Folien und innen nochmal ein Blechteil, also eine ganz bestimmte zusätzliche Isolation gegen die Hitze von draußen. Und man erwartet, dass hier auf der Oberfläche vom Flugzeug, vom Metall, also unter der Kachel, nie mehr als 110 Grad Wärme entsteht. Einen Augenblick unterbrechen und einen Blick werfen auf das gerade eingehende Eurobild. Es zeigt den Salzsee jetzt auf dem Bildschirm vom Mission Control Room in Houston. Man hat uns dort erste Bilder aus der Luft gezeigt von dem Salzsee, auf dem ja nachher gelandet werden soll. Aber zunächst einmal die Bahn als Ganzes. Ich bitte um Entschuldigung, wenn wir jetzt diese Darstellung des Baus einen Augenblick unterbrechen. Wir hatten um 19:22 Uhr kurz vor Beginn unserer Sendung schon das Abbremsen aus dem Orbit. Das haben wir im Trick gesehen. Und inzwischen um 19:39 Uhr bis 19:44 Uhr, das ist ziemlich genau jetzt, hat die Mannschaft noch einmal vor dem Wiedereintritt in die Erdatmosphäre über die Funkstation auf der Insel Guam im Pazifik eine letzte Gelegenheit mit Mission Control, mit dem Kontrollzentrum in Houston, die Daten der Instrumente und der Computer zu überprüfen, damit sie sich unten vergewissern können, dass der richtige Einstellwinkel für den Anfang erreicht wird. Wir werden dann um 19:53 Uhr, also da haben wir immerhin noch 6, 7 Minuten Zeit, werden wir dann zunächst eintreten in eine Funkunterbrechung, dann wird es keine Verbindung mehr mit dem Fahrzeug geben. Und hier ist dann noch angedeutet, nach diesem mehrtausend Kilometer langen Flug, endlich dann bei Edwards die Landung. Nun, ich würde sagen, wir sollten jetzt im Moment einmal reingehen in die Cockpit-Simulation von der Landung, nämlich gestern haben die Leute an Bord schon einmal den Wiedereintritt trainiert. Und zwar wurden sie dabei vom Boden aus kontrolliert. Das ist also die Einspielung Cäsar 1. Das Eurobild bietet im Augenblick auch gar nichts. Sie versäumen nichts. Wir haben dort lediglich den Blick in den Raum. Ja, wir haben jetzt das Bild in das Cockpit von der vorigen Nacht. Und im Augenblick ist es noch etwas dunkel. Sie werden es aber gleich besser erkennen. Da sind also tatsächlich, das war eine Live-Übertragung, die Astronauten dabei gewesen, ein Rehearsal zu machen, eine Generalprobe für den Wiedereintritt. Im Gespräch und mit Houston. Sonnenschutz vorzubringen. Und hier der beliebte Effekt der Schwerelosigkeit. Wieder ein Blick ins Mokka. Ja. Wieder von gestern, ja, bitte. Sie sehen dort in der Mitte, sahen Sie dort eben ein rundliches Instrument, das zeigt Ihnen jeweils den Anstellwinkel und den Rollwinkel Ihres Fahrzeugs mit Bezug auf die Erdoberfläche. Wollen wir sehen, ob das Bild noch einmal zurückkommt aus dieser Matt, sonst ist sie am Ende schon vorbei gewesen. Ja? Gibt es da noch ein Bild? Man müsste eigentlich noch mal sehen. Herr Schiemann, wir gehen jetzt mal auf die Euro-Einspielung, bitte. Sehr schön, ja. Wir gehen jetzt rüber auf die Euro. Wir haben dann also gleich den Blick in den Kontrollraum. Das natürlich jetzt live. Wir haben jetzt also 19:46 Uhr. 19:50 Uhr beginnt der Wiedereintritt in die Erdatmosphäre, der allerdings ganz sanft zunächst erfolgt. Sie können sich ja vorstellen, es gibt gar keine scharfe Grenze zwischen Weltraum und Erdatmosphäre. Man spricht von Wiedereintritt in dem Moment, wo der Luftwiderstand, der ja sich ergibt aus der Höhe der Geschwindigkeit und aus der jeweiligen Dichte, so stark immerhin ist, dass Sie ein Zwanzigstel Ihres eigenen Gewichts wieder als Andruck spüren. Das nennt man den Wiedereintritt, eine etwas beliebige Formulierung. Nun, wir haben... Ich höre aus der Leitung. Alles ist bis jetzt perfekt, alles geht also bestens bis zur Stunde, bis zum Augenblick sozusagen. Also die Meldung über Guam war offenbar positiv. Alles läuft. Ja. Kann ruhig. Es ist also normal, Sie sind also noch im Durchfallen, wie gesagt, aber noch nicht vor dem Blackout.
Wir haben übrigens noch gar kein kleines Begrüßungsgespräch geführt mit unserem Kollegen Herrn Kronzucker, der unten in der Mojave-Wüste, ein spanischer Name, für uns ein Telefon geschartet hat, so möchte man beinahe sagen. Das sind Klapperschlangen und Joshua-Bäume. Gegend Herr Kronzucker, haben Sie dort unten schon eine Reaktion des Publikums? Wir begrüßen Sie zunächst einmal. Ja, ich sitze hier also auf dem Hosenboden im Wüstensand und auf der nächstmöglichen Position zum Landeanflug der Raumfähre ist weniger als 1 Kilometer entfernt. In einer Reihe mit vielen anderen Kollegen geben wir sicherlich ein ziemlich komisches Bild da ab, nur mit dem Telefon bewaffnet auf einer riesigen Ebene, die ja mal ein Seebett war und jetzt als Landebahn dient. Die größere Truppe von Journalisten ist allerdings auf der anderen Seite von Edwards Space, etwa 10 Kilometer von hier entfernt, untergebracht, dort wo Space Shuttle zum Stehen kommen soll. Die Sicht beträgt etwa 60 Kilometer an diesem herrlichen Wüstenmorgen, aber von den sonstigen Besuchern sehen wir im Moment nichts, weil die hinter einem Ausläufer der Tehachapi-Hügelkette, wieder ein indianischer Name, verborgen sind. Heute Nacht allerdings haben wir uns im Strom der Besucher durchgewühlt und diese bunte Mischung mitbekommen, die sich ja traditionell vom Raumfieber anstecken lässt und 6 Jahre jetzt auf was Neues warten müsste. Da gibt es dann noch eine sogenannte Prominentenbühne, wo vom Gouverneur Brown bis zum Filmschauspieler Gregory Peck und Clint Eastwood die oberen 10.000 von Kalifornien versammelt sind. Spannung unter uns natürlich ungeheuer, steigt an wie die Temperatur hier in dem ausgetrockneten Seebett. Heute Nacht lagen wir hier noch vermummt und eingedeckt im wahrsten Sinn des Wortes. Jetzt sind schon viele in Badehose. Der Ire hier neben mir telefoniert unentwegt und wird zusehends röter und muss anscheinend sehr viele Stationen bedienen. Ein Kameramann drüben von der TV-Gesellschaft ABC macht schon mal vorweggestellte Aufnahmen von jubelnden Leuten und vor uns im Sonnenglas die Landeebene wirkt zunehmend wie ein Spiegel, wie eine Fata Morgana. Aber es ist ja Wirklichkeit noch eine Stunde bis zur Landung. Wir halten die Daumen. Ja, meine Damen und Herren, wir machen jetzt also im Studio zunächst einmal weiter. Zunächst einmal vielen Dank, Herr Kronzucker. Wir haben in 3 Minuten dann den Beginn rechnerisch der Funkunterbrechung und wir wollen Ihnen diese Zeit noch etwas ausnutzen, um etwas, ich möchte so sagen, eine nachträgliche Werbung für Edwards zu machen. Es wird jetzt erst durch den Shuttle bekannt, aber für die Experten in der ganzen Welt ist Edwards seit den 60er Jahren der berühmteste und prominenteste und bedeutendste Ort für die Flugforschung in der westlichen Welt, wo man in der Tat auch schon in den 60er Jahren einen ganz anderen Weg in den Weltraum versucht hat. Wir haben dazu einen Film vorbereitet, der sehr genau passt eigentlich zu der Situation, die wir nun doch nicht im Bild verfolgen können, nämlich den Zustand während der Funkunterbrechung. Und zwar ist es der Film Nummer 15. Wir wollen diese Zeit also ausnutzen. Lieber Simon, ist der Film Nummer 13, wenn ich Sie recht verstanden habe. Der Film kommt. Das ist jedenfalls ein Film Lifting Bodies und X-15. Nein, das ist Film 15, Herr Gautzmann, Nach der neuen 15. Liste. Ja, Verzeihung, Sie hatten eben jetzt gerne mal Edwards zeigen wollen. Nein. Den haben wir vorliegen. Ja, das ist auch etwas, aber das ist Lifting Body. Verzeihen Sie. Dann müsste ich Sie leider um Geduld bitten, wir müssen niemals Ja. vorspulen. Dann nehmen wir im Moment die Euro, da sehen wir nämlich auch schon ein bisschen was von Edwards. Von den typischen Vorbereitungen, die dort immer getroffen werden, wenn experimentelle Flüge, und darum handelt es sich ja heute Abend letztlich auch, Erstflug der Raumfähre, nicht wahr? Da sehen wir hier immer, sind dort Feuerwehrfahrzeuge, Sanitätsfahrzeuge vorgefahren, alles ist ein bisschen provisorisch. Im Hintergrund sehen Sie schon diese weiße Fläche. Es gibt immer Leute, die behaupten, wenn es da geregnet hat, da kämen Shrimps raus, aber Krabben, aber das kann natürlich überhaupt nicht sein. Das gehört so zu den Storys, die man da erzählt. Und dann haben wir dort einen Blick auf diese Siedlung, wo inzwischen ja doch immerhin einige tausend Menschen ansässig sind, da vorne so ein bisschen. Aha, und da kommt er. Das hat man also Anfang der 60er Jahre sich gedacht mit alten DC-3s aus dem Kriege. Man könnte doch Fahrzeuge bauen, die womöglich ganz ohne Flügel dennoch genug Auftrieb erzeugen würden, um einen Gleitflug durch die Atmosphäre zu machen. Auch allerdings nur dadurch möglich, dass sie ziemlich leicht sind. Und das wollte man ausprobieren und auf diese Weise Körper bekommen, die einen Wiedereintritt aus dem Weltraum machen können. Wir blicken jetzt hier durch das ganz simple Cockpit damals noch runter auf die Fläche und erleben jetzt bei den Versuchsflügen eine Sache, wo es wirklich um Leben und Tod ging. Eines dieser Fahrzeuge war nicht stabil genug, das hatte man nicht vorausberechnen können. Sie sehen jetzt in einem Zeitrafferfilm in schlechtester Qualität, wie dieser Versuch ausging. Sie sehen sofort das Aufstürzen, Sie sehen hier, wie es explodiert, wie es sich gleich noch ein bisschen überschlägt und dann kommt rechts raus was raus, das war der Pilot.
Nicht wahr? Das war Peterson. Sie gleich sehen Sie ihn rausschießen. Und stellen Sie sich vor, Peterson, er ist glücklich, er hat überhaupt nur ein Auge verloren. Er arbeitet heute noch in Edwards. Das sind die Männer, die eben in der Fliegerei und heute in der Weltraumfahrt den Fortschritt mit sich bringen. Sie entschuldigen, wenn man hier manchmal dann doch etwas begeistert ist über solche Männer. Jetzt hier eine Weiterentwicklung dieser Lifting Bodies, der Auftriebskörper mit eingebauten Raketen, Abwurf von einer B-52. Jetzt kommt der eigene Antrieb dazu. Sie sehen, der hat ein dreifaches Leitwerk, er war besser stabil und konnte Höhen von etwa 20, 30 Kilometern erreichen und dann im Gleitflug ohne weiteren Antrieb wieder runter auf diese wunderbare Fläche, die es dort unten gibt, für experimentelle Probelandungen. Nun ja, gleich haben wir diese Spiegelung, typisch für so eine Wüstenlandschaft, nicht wahr? Ein Begleitflugzeug ging vorbei. Und jetzt das raffinierteste von den Lifting Bodies, das war nun schon in den 70er Jahren von Martin Marietta. Ein Körper, wo man sagen würde, das hat schon eine gewisse Ähnlichkeit, aerodynamisch gesehen, mit dem Shuttle jetzt, nämlich ein flacher Boden unten und ein relativ dicker Rumpf. Aber immerhin, und hier geht er jetzt wieder im Gleitflug runter, nicht unähnlich dem, was nachher unsere Besatzung erleben soll, wenn sie dort ihre Landepiste anfliegt. Immer die Begleitflugzeuge, damit sie filmen, falls was passiert, will man wissen, woran es gelegen hat. Fahrwerk raus und die X-24D von Martin Marietta machte eine tadellose Landung. Das ist, wie gesagt, jetzt ungefähr 10 Jahre her, gehörte aber zu der Vorgeschichte der Entwicklung. Nun, einen etwas anderen Weg beschritt man noch mit der X-15, diesem sagenhaften Flugzeug, das 6,7 Mach erreichte, schon ein ganz hochkompliziertes Cockpit enthielt, einsitzig auch auf diesem See landen konnte. Sein Zweck war, es ist schwarz angemalt, damit es Wärme abstrahlen kann, schon einmal festzustellen, ob ein solcher Körper halb Flugzeug sein kann und halb Raumfahrzeug. Denn es hat Höhen von 108 Kilometer erreicht, also weit oberhalb der dichten Erdatmosphäre. Das waren Wege, die man jahrelang beschritten hat. Und ich weiß nicht, ob ich hier das Foto habe von unserem guten Armstrong, der doch damals, ja, hier ist er ja, wenn wir das eben mal zeigen, Armstrong, der doch so unbedingt auf den Mond wollte, der hat viele Flüge mit der X-15 gemacht. Wenn wir da mal groß drauf gehen, hier sehen Sie die in den jungen Jahren, hier sehen Sie die X-15. Er war damals nämlich in etwas, was die größte Ehre ist, für einen Luftwaffenpiloten zugelassen zu werden, zu der Testschule in Edwards und dachte, ich komme vielleicht auf diese Weise in den Weltraum. Aber der Junge war ja sehr clever. Eines Tages hat er sich gesagt, nee, ich glaube, ich gehe doch besser nach Houston, da machen Sie es mit diesen Verlustraketen und das wird wohl doch der schnellere Weg sein und das war es dann auch. Also das war die Geschichte hier mit Armstrong. Nun, diese Versuche mit der X-15 wurden abgebrochen, als sie schließlich abstürzte mit Adams. Wir waren zufälligerweise an dem Tag in Edwards, einer der traurigsten Tage, die es dort je gegeben hat, als nach 8-jähriger Erprobung eine X-15 abstürzte und der Mann da drin aus 85 Kilometer Höhe runterkam und natürlich tot war. Nun wollen wir mal gucken, es ist jetzt noch gar nicht so sehr spät. Wir haben jetzt natürlich immer noch die Funkunterbrechung, können mal einen Augenblick reingucken in Mission Control in Houston, haben einen Blick mal etwas von oben. Die Leute können ja jetzt nicht viel machen, Sie sehen das, sie sind nicht so geschäftig wie vorhin, die können eigentlich gar nichts machen. Die können sich nur vorstellen, dass alles so gut geht wie immer in der Simulation. Und das hoffen Sie natürlich, jetzt wieder ein Blick draußen, wo alles vorbereitet wird. Da werden auch die Piloten ausgerüstet, die nachher dem Shuttle entgegenfliegen sollen. Dort ist noch die Mannschaft, die am Boden dann sofort eingreift, die diese Hilfsgeräte dann andockt an den landenden Shuttle, die Feuerwehr und ist auch eine zweite Mannschaft, die dann den Shuttle übernimmt, wenn er steht. Wir sehen hier auch die Männer mit den Gasmasken, das sind die ersten, die an das stehende Shuttle dann rangehen, um zu schnüffeln mit Spezialgeräten, ob irgendwelche giftige Gase ausgetreten sind. Es könnte sein, dass irgendwas von Tanks, Stickstoff, Freon, Ammonium irgendwie geplatzt sein könnte, was da gefährliche Konzentrationen gäbe. Also vielleicht könnten wir mal die Mats G haben.
Jetzt ist ja die Zeit, wo die schwarzen Kacheln unten ihre Bewegungsprobe haben. Und es war ja nicht direkt möglich festzustellen, ob welche fehlten. Denn das Filmgerät, die Filmkamera, die am langen Kranarm, der Shuttle auch hat, wurde ja nicht mitgenommen. Sie konnten also selber nicht sozusagen auf ihre eigene Unterseite sehen. Und da dann doch einige Kacheln gefehlt haben auf der Oberseite, hat man, wie schon gesagt, dann ja Spezialtruppe eingesetzt, Spezialflieger, die... Und Mats, die kommt? Ja, danke, die dann nach oben gingen. Wir sehen hier gerade dann Bilder. Hier ein Trick, der die NASA heute nochmal angeboten hat. Das ist also die Situation, die die schwierigste ist. Die eigentliche Frage, überleben sie? Und um nun zu prüfen, ob Kacheln gefehlt haben, hat man ja gestern schon und auch während des Anfluges Spezialjäger hochgeschickt mit speziellen Infrarotkamera. Eine hohe Entwicklung, die man schon seinerzeit beim Skylab vor Jahren eingesetzt hat, da das ja auch kaputt war, und auch hier bei der russischen Soyuz. Die Militärs sind gar nicht so glücklich, dass sie nun so ins Gerede kommen, dass sie mit Hilfe dieser hochgezüchteten Infrarottechnik in der Lage sind, noch sozusagen von der Höhe eines Flugzeuges aus bis 280 Kilometer hoch, und beim Skylab war sie noch höher, bis 400 Kilometer hoch Aufnahmen, Infrarotaufnahmen zu machen, aus denen sie genau entnehmen konnten, was denn gefehlt hat, dass sie genau sehen konnten, was zerstört war. Wie gesagt, sehr glücklich sind sie nicht darüber, dass dieses Verfahren jetzt durch diese Notwendigkeit so ins Gespräch kommt. Vielleicht sollten wir uns jetzt, Herr Wurb, doch einmal die Mats E wie Emil ansehen, oder E wie Edwards, könnte man jetzt auch sagen. Ja, die und die, ja? Nicht, wo nämlich in der Tat die Astronauten vor einigen Stunden ein Gespräch mit dem Boden hatten. Ein für sie ehrenvolles Gespräch. Ja, wir fahren vor, Herr Schiemann. Kleinen Moment bitte. Wie gesagt, jetzt ist Funkstille. Die Leute da unten könnten beinahe schlummern. Sie können eigentlich nur in innerer Erregung warten, ob sie die Astronauten nachher lebendig bekommen. Ja. Sie müssen noch mal zurückfahren. Vice President. Shuttle at his desk. Ihre Mats? Ja. Herr Burb, kommentieren Sie bitte. Das ist das Telefongespräch vom Vizepräsident mit den Astronauten gestern Abend. Und der Vizepräsident gratuliert der Mannschaft oben für den Verlauf des Fluges bis jetzt und wünscht ihnen natürlich beste Rück- und Wiederkunft. Nicht? Er nennt die Mission, die ganze Aktion fantastisch. Das ist hier zweifellos auch. Und er hält sie auch für langfristig für bedeutungsvoll, und das ist zweifellos richtig. Well, it's great, and everybody views it, I'm sure, just as the forerunner of great things to come. I mean, I think your trip is just gonna. Der Vizepräsident meint, dass diese Aktion, dieser erste Testflug sozusagen ein Vorläufer ist von den Dingen, die noch kommen werden, von großer Bedeutung. Also sozusagen in der Tat eine neue Epoche der Weltraumfahrt. Vielleicht sollten wir wieder mal Herrn Kronzucker fragen, wie es denn aussieht. Ja, gerade im Moment, also etwa 2 Minuten, vor 2 Minuten kamen diese 4 T-38 NASA-Jäger hier vorbei, die ja das Space Shuttle, die Raumfähre, auffangen sollen und einige Aufnahmen machen sollen, wenn das Space Shuttle runterkommt. Wir hier an der Spitze der Landebahn sind ja dann wahrscheinlich die ersten, also die beiden Astronauten, die ersten Menschen, die beiden Astronauten nach ihrem langen Flug wieder sehen werden. Und es ist hier eine merkwürdige Stille ausgebrochen unter den vielen Journalisten hier, die vorher sehr viel zu babbeln hatten, wie halt Journalisten so sind, und jetzt einfach wirklich von dieser Spannung angesteckt sind. Überhaupt, das ist ja ein ungeheurer Kontrast von der Wohnwüste Los Angeles, nur 150 Kilometer entfernt, bis hierhin an den Rand der Mojave-Wüste, die mich sowieso an einen utopischen Roman über den Mars erinnert. Ausgetrocknete Wasserstraßen, aufgesprungene Böden, unendlich karge Weite. Heute Nacht auf dem Weg haben wir sozusagen als letzte Station der Zivilisation ein Autokino passiert. Da gab es gerade einen Science-Fiction-Film über eine Raumstation. Und das wäre ja mit Space Shuttle eigentlich schon keine Utopie mehr.
Der Gegensatz dazu dann Füchse und Hasen sagen sich hier buchstäblich Gute Nacht. Wir haben Antilopen heute Nacht gesehen und natürlich Klapperschlangen. Das hat vielleicht auch Leute abgehalten, die Sorge vor den Klapperschlangen. Da wurde dann extra noch gewarnt. Es sind sage ich jetzt mit Ausrufezeichen, nur etwa 250.000 Leute auf Edward Space. Sie wurden ein bisschen abgeschreckt davon, dass ihnen gesagt wurde, dass es kein Wasser gibt, keinen Sonnenschutz, kein Klo. Dann ist ja noch dazu nicht Wochenende. Letzten Sonntag hätte man hier sicherlich eine Million erwartet. Und es kommt noch hinzu, ein lokales Ereignis in Los Angeles sind heute Kommunalwahlen. Aber die hier sind, das sind die Aficionados, die wirklich also das Ereignis, so wie es sich anbahnt, auch feiern wollen. Drüben auf der anderen Seite, ist zwar ziemlich weit entfernt, wie ich vorhin schon sagte, 10 Kilometer, sieht man doch, wie also bereitgestellt werden diese Fahrzeuge, die gleich nach der Landung des Space Shuttle dann ranfahren sollen und den Rumpf abkühlen helfen sollen, wie auch das medizinische Team. Und noch etwas weiter im Hintergrund die 4 Hubschrauber, die eigentlich nur im Notfall da sind. Einer von ihnen hat den Namen Jaws of Life, die Zähne des Lebens. Das ist eine gewaltige Metallsäge für den Fall gedacht, dass man die Astronauten aus dem Flugkörper herausholen muss mit Gewalt. Das wird hoffentlich nicht der Fall sein. Soweit jetzt erstmal hier von Edward Space. Vielen Dank, Herr Kronzucker. Wir hätten gerne mal einen Augenblick jetzt das EWU-Bild direkt live aus dem Weltraum. Ich würde sagen, man erkennt deutlich, dass jetzt die Leute wieder langsam aufwachen. Ganz rechts sitzt übrigens der Flugleiter der betreffenden Schicht, denn um 20:08 Uhr soll ja die Funkunterbrechung unterbrochen sein und dann soll es gut wieder weitergehen. Nun, ich habe jetzt hier eine Darstellung, Sie kennen ja die Gegend jetzt schon langsam, das ist der Weiße Salzsee. Man hat hier drüber jetzt gemalt, das haben die Amerikaner selber gemacht, die Flugbahn, mit der die Columbia ankommen würde, um dann in die Linksschleife zu gehen und dann auf der Piste 23 dann hier möglichst gut anzukommen. Das wird allerdings auch noch insgesamt ein sehr schwieriges Manöver sein. Was man hier gestrichelt sieht, das ist die Bodenspur. Die Bodenspur dieser Kurve. Und ich will Ihnen das jetzt hier mal ein bisschen genauer noch zeigen, was dann nämlich den Astronauten bevorsteht. Das ist so, wenn Sie dann also schließlich ziemlich weit runtergekommen sind, dann geht es ja darum, dass Sie wirklich dort unten auch hinkommen, nachdem Sie 7000 Kilometer antriebslos sich selbst überlassen praktisch, nur gesteuert durch dieses Banking, durch dieses Rollen nach Computerberechnungen, wirklich auf ein paar hundert Meter genau dort unten ankommen müssen. Wir haben hier eine Darstellung der letzten Flugphase. Das Ganze ist ein computererzeugtes Bild. Sie können, wenn Sie zu weit schießen würden, noch zu viel Energie haben, dann können Sie eine S-Kurve fliegen und auf diese Weise etwas Strecke verschenken sozusagen. Dann kommt eine sehr steile Gleitphase, dann kommt erst diese eigentliche Linkskurve. Was hier gelb dargestellt sind, das sind sozusagen gedachte, das sind die Unterseiten gedachter elektronisch-navigatorischer Zylinder. Das ist das neue Mikrowellen-Landesystem, das man in der Luftfahrt in einigen Jahren einführen will. Das ist nämlich erlaubt, dass von allen möglichen Seiten Flugzeuge sich an den Flugplatz nähern, ohne Kollisionsgefahr, mit Sicherheit die richtige Piste zu erwischen, ankommen, auch wenn sie nicht einen, wie bis heute, kilometerlangen Anflugweg haben. Die Vorschrift lautet die, wenn Sie hier runterkommen, haben Ihre Linkskurve gemacht, dann müssen Sie den nächsten der beiden Zylinder anfliegen und dann etwa in der letzten Phase auf Handsteuerung übergehen, dann aber immerhin bei einem Gleitwinkel von 20 Grad, 7-mal so viel wie ein Airline-Pilot von der Lufthansa oder von irgendeiner sonstigen Airline. Dann müssen Sie so runterkommen und mit einer Sinkgeschwindigkeit 20-mal so hoch wie ein normales Flugzeug. Und dann sollen Sie möglichst diesen Punkt erreichen. Es gibt noch so ein paar Reservepunkte, aber das wäre der Sinn. Also das werden wir dann ganz zum Schluss erleben. Was wir hier sehen, eine leichte Erdkrümmung, das hat alles der kluge Computer schon mal gezeichnet. Aber jetzt haben wir 20:08 Uhr ungefähr oder 6 und wir sollten unbedingt, denke ich, auf Mission Control gehen, denn jetzt werden auch da unten die Leute darauf warten, dass sie einen Kontakt haben und dann kommt die Stunde der Wahrheit, dann muss es sich zeigen, hat Orbiter den Wiedereintritt in die Erdatmosphäre mit seinen Kacheln geschafft oder nicht. Es ist schon etwas erregend. Ja. Da ist eines der Begleitflugzeuge. Mission Control hat ungefähr noch knapp 2 Minuten, müsste wieder Funkkontakt sein. Das ist der Jäger, der als erstes eigentlich die Columbia in Sichtweite bekommen sollte.
können nur darauf warten. Jetzt herrscht natürlich wieder volle Spannung dort unten. Höre ich was von One Minute? Herr Gottsmann, ein bisschen leise ist Ihre kleine Quarkbox hier. Der Ton kommt allerdings sehr leise von drüben rüber, Herr Schiemann. Ach ja, in Ordnung. Offensichtlich hat man einen Funkkontakt. Das wäre von der großen Antenne in Goldstone, die steht auch in der Mojave-Wüste, weit weg von jeder Ansiedlung, damit sie nämlich möglichst wenig gestört wird durch irgendwelche anderen elektromagnetischen Wellen. Ja, die Geschwindigkeit wird hier noch laufend angegeben. Wissen Sie, es hat hier zwei Karten. Der Columbia ist in der Luft zu sehen. Beide Karten brauche ich. Wenn Sie hier drauf sehen, das sind die ersten Bilder, die sozusagen vom Abfahren, Beobachtungsjäger kommen von der Columbia. Man sieht hier diesen kleinen hellen Fleck. Also man möchte doch wohl sagen, Columbia hat es überstanden. Dann muss es auch die Besatzung überstanden haben. Columbia, you got perfect energy, perfect ground track. Roger that. Columbia now 9 times the speed of sound. Flight dynamics officer says showing you rolling right. Looking good. Der Pilot meldet, das sieht gut aus. rolling now. Meine Damen und Herren, wir können wohl jetzt beinahe schon sagen, ein neues Raumzeitalter hat begonnen. Es gelingt, ein flugzeugähnliches Fahrzeug einen Wiedereintritt in die Erdatmosphäre machen zu lassen und ihn auf diese Weise dann zum Gleitflug zu bringen. Ganz großer Schritt. Die Sowjets wollen übrigens auch einen Raumgleiter bauen, aber viel kleiner, wie man inzwischen weiß. Tracking heißt Bahnverfolgung. Range to go hören Sie manchmal, das ist die Strecke, die er noch fliegen muss, um an einen bestimmten Punkt zu kommen. Ah, das ist Alle Begleiter melden, sieht gut aus. Crossing the coastline now. Show you crossing the coast now. 141,000 feet. Range 240 miles. Tack hands, go ahead and take them. Okay, going in. Crew now incorporating tactical air navigation system data into the spacecraft. Wir könnten einen kleinen Augenblick hier mal ein Bild zeigen. 135,000 feet, range 221 miles. Dead on the ground track. Ja, Sie sehen jetzt fast dasselbe, was wir hier vorbereitet haben aus einer Simulation, ein Doppelbild, ein Doppelschirm, wenn wir das eben mal hier, da haben wir es ja auch. Also Sie sehen hier das Bild von oben nach unten, da wird schon vorbereitet, sicher nachher eine solche S-Kurve. Und hier, das war der Eintrittskanal in die Erdatmosphäre, in der Mitte zwischen Verbrennen und zu weit schießen. Entschuldigung, es war eben natürlich doch nicht mischen, ich habe schon gedacht, unser eigenes Bild wäre live. Manchmal übertreibt man noch etwas. Aber seien wir froh, dass wir die Columbia sehen. Mach 6, 124,000 feet. Range 177 miles. Noch 157 Meilen, das sind immer nautische Meilen, können Sie mit rund 2 multiplizieren. Das ist die Strecke, die er noch zu fliegen hat, bevor er aufsetzen muss. Roger that, out of 119K, 5.5 miles. All flight controllers giving perfect report. Roger, we copy. Aha. Herr Kronzucker, wie sieht das bei Ihnen aus, von Ihnen her gesehen aus? Ein ungeheurer Jubel jetzt gerade ausgebrochen und alle Kameras sind nach oben gerichtet, wo man die 4 Begleitflugzeuge kreisen sieht. Innerhalb der nächsten Minuten, jeden Augenblick erwartet man, dass man jetzt das Raumfahrzeug sieht. Die
die Kondensstreifen der Begleitflugzeuge, die da in etwa 15.000 Meter Höhe sind und da die ersten Aufnahmen machen sollen, die sieht man also ständig über uns. Und wir haben gerade hier im Radio eine Übertragung gehört, dass eine ungeheure Euphorie ausgebrochen ist in Palmdale. Das ist ein kleiner Ort gleich hier nebenbei, wo etwa 1100 Leute dieses Space Shuttle Columbia zusammengesetzt haben und die jetzt dabei sind, schon das nächste Space Shuttle für den Raumflug vorzubereiten. Das sind also die ersten, die bereits in Euphorie ausgebrochen sind, aber man soll den Tag nicht vor dem Abend loben. An sich hat die Columbia jetzt immer noch eine Geschwindigkeit von mehreren tausend Kilometern pro Stunde. Und die muss diese Geschwindigkeit natürlich langsam abbauen, um nachher landen zu können. Und dieses Abbauen geschieht eben durch den Widerstand der Sache selbst. Aber er darf in dieser Phase niemals zu hoch werden, um das Fahrzeug vielleicht wieder zu heiß werden zu lassen. Es darf aber auch nicht zu flach runter, sonst schießt es ja drüber. Wo soll es anders in der Gegend landen? Womöglich neben dem Stuhl von Herrn Kronzucker, aber ist vielleicht auch noch nicht der ideale Landeplatz. Aber Sie sehen schon die Erleichterung, es wird gelächelt unten, es ist schon Entspannung unten im Mission Control. Aber es sind ja die Männer mit den harten Nerven. Es liegt noch mit 3 Mach, mit dreifacher Schallgeschwindigkeit zurzeit. Ja, und die Höhe ist noch ungefähr 800 Kilometer. Und hier eine Liste der Höhen und der Geschwindigkeiten. Columbia, we're go for air data. You're out of 89K, 2.8 Mach. Wir kommen jetzt bald nachher in die Phase, wo eben rein aerodynamisch, wie beim Flugzeug, eben der Landeanflug geregelt werden kann. Nur, dass man hier nicht wie in einem Verkehrsflugzeug Motoren hat, die man notfalls nachschieben kann, falls man zu kurz gekommen ist, und man kann auch nicht noch einmal eine Platzrunde fliegen. Das ist die Kunst der Sache, das ist das neue Zeitalter. Das Ergebnis einer beinahe 10-jährigen Entwicklung und oft unterfinanziert. Jetzt haben wir die direkten Bilder hier im Fernsehen, nicht mehr Spezialkamera. Das ganze Kacheldrama kam ja auch daher, dass man immer versucht hat, etwas Geld zu sparen. Man hat tatsächlich niemals richtig ausprobiert, ob solche Kacheln eigentlich einen Wiedereintritt aushalten würden. Und man hat es ganz zum Schluss dann mal mit einer F-15, einem Kriegsflugzeug gemacht. Da hat man noch ein paar Dinger dran gepackt und nachher hat man gesagt, ach, sie halten ja anscheinend ganz gut. So, Herr Kronzucker, Sie haben ja leider kein Bild. Wir haben gehört, Sie haben da noch nicht mal in der Wüste einen Monitor, der ist ja nicht so elegant eingerichtet. Sehen Sie irgendwas davon schon? Also es ist so, dass natürlich alle Kameras, wie ich vorhin schon gesagt habe, in eine Richtung ausgestellt sind und die Leute sich gegenseitig also zeigen, wie das hier gleich passieren wird. Ich sehe, wie die Leute auch schon Ohrstopsel bereitlegen, denn es gibt natürlich einen ungeheuren Donnerschlag. Man wird also vielleicht eine Zeit lang von dem Telefon hier nichts hören, in dem Moment, wo die Raumfähre hier niedergeht. Eben. Man muss immer bedenken, wir haben immer an die Concorde gedacht, aber das ist natürlich eine super Concorde. Ja, die kommt ja hier mit zweifacher Schallgeschwindigkeit immer noch rein, obwohl durch diese komplizierten Manöver, die Sie ja vorhin geschildert haben, die Bremsung ständig weiter erfolgt. Nicht? Ja, und wir sollten vielleicht zur Aerodynamik des Vogels sagen, 40.000 Windkanalstunden waren nötig, um diese Form herauszufinden. 40.000 Stunden im Windkanal. Es sind jetzt, Herr Schiemann, es sind noch 33 Meilen, also 50 Kilometer. Es müsste jetzt jeden Augenblick passieren. Oh ja. Da fliegt er natürlich noch über den... Sehen wir die Flugzeuge wieder? Ja, wir sehen alles wunderbar jetzt. Wir sind noch Noch begeistert. 2 Minuten. Wir hören kein Also das ist unvorstellbar. Man sieht hier diesen stahlblauen Himmel, dahinter die schneebedeckten Berge der Nevada, diese glimmernde Wüste wie eine Fata Morgana, ein Spiegel, als ob der See tatsächlich, der Seeboden noch mit Wasser gefüllt wäre. Und dass da innerhalb von Sekunden da einfach so eine Rakete aus dem Himmel fallen soll und dann hier in Gleitflug übergehen und wie ein Flugzeug landen soll, das kann man sich im Moment gar nicht vorstellen. Herr Gottsmar, unser Regisseur, frage ich mal eben, gibt es eigentlich keinen Sprechfunkverkehr zwischen Boden und den Leuten? Man will doch hier... Jetzt war der Sonic, jetzt hat mir gerade das Echo gehört, jetzt müsste jeden Augenblick das Ding runterkommen. Ja, aber vielleicht sollten Sie mal aufziehen, den Ton. Der Lärm wird jetzt stärker.
Möglichst Ton aufziehen, Live-Ton. Aber nee, es war ein zu schwacher Tonknall. Es waren wahrscheinlich die begleitenden Jets, die also das Space Shuttle irgendwie in der Geschwindigkeit, wenn es auch nur natürlich sparsam gelingt, angleichen Wir wollen. können ja mal einen Moment nochmal hierher gehen und sagen, das ist also jetzt etwa diese Phase, nicht wahr, dieses Landeanfluges, bevor die Linksschleife kommt. Wir haben hier immer Abstände von etwa einer Minute. Vielleicht, Herr Schiemann, sollte man auch nochmal betonen, dass dieses Jahr eine Man-Made Landing ist, wie man hier sagt, dass das Menschen sind, die das denken. So kompliziert Ja. das Computersystem ist, so viel hier auf Computer ausgelegt ist. Wir wissen ja, welche Rolle Computer hier spielen, aber dies wird eine von Menschen durchgeführte Landung sein, dieses Beginns der neuen Ära in der Raumfahrt. Ja, aber später, wie Sie wissen, Herr Kronzucker, wenn das Ganze operational ist, wie die Leute sagen, wenn es so jede Woche vielleicht hochgehen soll, dann will man ja sogar diese Landung automatisch machen. Ja. Jetzt sehen wir es. Ja, Es kommt mit einer unglaublichen Geschwindigkeit. Sehen Sie es auch am Schirm jetzt? ja, wundervoll. Ja, es hat jetzt noch eine Geschwindigkeit von rund 682 Kilometer die Stunde und erreicht unter dem Punkt langsam 4000 Meter Höhe. Das ist immerhin Geht jetzt über einmal. langsam in diese normalen Landeflug, also ein extremes Segelflugzeug über. Hier würde normalerweise dann die automatische Landung einsetzen, aber diesmal wird das ja noch von Hand gemacht. Also das mag vielleicht das Bild trügen jetzt, weil die Fernsehkameras natürlich versuchen, auf dem Flugzeug zu bleiben, auf dem Flugraumkörper zu bleiben. Aber das ist wirklich wie eine Rakete, kommt das da aus dem blauen Himmel geschossen und hängt die Begleitflugzeuge ab natürlich. Ja, aber natürlich eine ausgebrannte Rakete, da ist nichts mehr zum Nachschieben. Und jetzt haben Sie schon diesen ziemlich steilen Winkel abwärts und Sie müssen bedenken, es hat eine sehr hohe Sinkgeschwindigkeit, sodass also die Tragflächen noch immer ziemlich stark von unten nach oben angeblasen werden. Alles ausgerechnet von diesen Leuten. Und das ist hier fast ein internationales Erlebnis, das wir hier am Rand der Landebahn haben, denn ich sitze mitten in der Europäischen Rundfunkunion hier drin. Das sind alles andere Sprachen, Italiener, Franzosen, Mexikaner, Engländer reden hier durcheinander und begleiten das Ereignis, wie ich jetzt auch hier. Ja. Und unten sehen Sie Noch um die 300 Meter hoch. Gleich werden die Fahrwerke ausgefahren. Kommt die Raumfähre eigentlich sehr hoch runter. Also wenn man überlegt, dass das jetzt hier schon fast über der Landebahn ist, ist sie noch ungeheuer hoch. Aber diese Landebahn ist ja auch 15 Kilometer lang, ist ja doppelt so lang wie beim normalen Flughafen. Ja, und der Gleitwinkel ist ja 22 Grad, wie gesagt, 7-mal so groß wie bei einem Verkehrsflugzeug, die Sinkgeschwindigkeit 20-mal so hoch. Es ist ein Hey! Wunderbares Ding. Ja. Sie kommt da runter, begleitet von diesen beiden Jägern. Ja. Sehr irre. Hat noch etwa 500 Kilometer. Hier in dieser riesigen Sandwüste wie eine Landung auf dem Mars oder auf irgendeinem anderen Planeten. 76 Ja, die Meter Räder Höhe. gehen raus, ne? In 76 Meter Höhe werden Die die... Reifen raus, jetzt kommt eine weitere Probe natürlich aufs Exempel, ob diese Reifen diese Geschwindigkeit beim Aufprall aushalten. Und offenbar fehlen gar keine Kacheln. Mit 333 Kilometer setzt es auf. Und genau auf der Piste, Sie hätten gar Und nicht... nun ist sie gelandet Touchdown. und ein Jubel ist hier. Ist glücklich und heil zurückgekommen. 5, 4, 3, touchdown. Mit 3 Jahre Verspätung, aber immerhin. Eine riesige Sandfontäne. Und vielleicht darf man jetzt schon sagen, es ist zwar natürlich ein geografisches oder ein eher technisches Gesetz, dass Edward Space die Landeebene ist, aber es ist auch etwas dran, dass es Kalifornien ist, wo diese Shuttle jetzt erfolgreich gelandet ist. Denn Kalifornien hat ein Drittel der Industrie zur Verfügung gestellt, um Space Shuttle in die Luft zu bringen, um es möglich zu machen. Kalifornien, wo einstmal die Grenze des amerikanischen Fortschritts gesehen wurde, dort beginnt auch der technologische weitere Fortschritt. Lassen Sie mich schnell etwas sagen, Herr Kronzucker, was Sie nicht sehen. Man sieht hinten, dass das Seitenleitwerk auseinandergeklappt war. Das ist nämlich ein kombiniertes Seitenleitwerk für Links-Rechts-Steuerung und eine kombinierte Luftbremse. Das war natürlich nötig, um die Geschwindigkeit mit abzubauen. Und Sie sehen jetzt von hinten die 3 großen Haupttriebwerke, die werden stark gebraucht wurden, die nur 8 Minuten gebrannt haben. Und oben links 2 kleinere Triebwerke, die wurden benutzt für die Bahnänderungen dort oben und für das endgültige Einschießen in den Aber Orbit. Herr Schiemann, etwas, was Sie sicherlich nicht hören können. Hier wird jetzt auf allen Radiosendern die amerikanische
Nationalhymne gespielt. Ja, ich würde sagen, mit vollem Recht. Sie können stolz darauf sein. Und ich meine, wir alle können, nicht wahr, das ist nun einmal die technologische Führungsnation des Westens. Ich glaube, wir sollten alle teilhaben an diesem Erfolg und wir wollen ja auch daran denken, in diesen Laderaum nachher, da soll ja immerhin das gesamteuropäische Space Lab hinein, mit dem auch europäische Wissenschaftler fliegen sollen. Und dieses Ding, wir haben die spezielle Ehre, ist nun auch noch in Bremen bei Erno VfW gebaut worden und wartet dort auf die erste Mitnahme, die sich allerdings noch verzögern wird vermutlich. Stellen Sie mal vor, was das Ding da mitten auf dieser Piste aus einer Entfernung von ungefähr 9000 Kilometern gelandet ist in Gleitflug. Und nach diesem unglaublichen Manöver eines Wiedereintritts, bei dem diese Maschine an der Unterseite circa 1500 Grad heiß wurde. Also ich muss sagen, es ist wirklich unglaublich. Es ist unglaublich. Man denkt jetzt, naja, was ist schon dabei? Aber wie gesagt, 40.000 Windkanalstunden allein. Und die Schwierigkeiten, die es gab, auch mit den Triebwerken, es ist eins explodiert. Man hatte doch immer wieder Angst. Denn hier die Computer zum Beispiel, die IBM da reingebaut hat, dann nennen wir doch ruhig einmal die Firma, die arbeiten 40 Mal schneller als die in den Apollos drin waren. Nicht wahr? Mit 350.000 Daten pro Sekunde werden die Signale runtergegeben. Das ist vorderste Front der Technologie. Unglaublich, dass sie es geschafft haben in dieser Weise. Auch, Wollen wir mal nach der Uhr gucken? auch die großen Triebwerke, die Raketentriebwerke sozusagen, die 3 Haupttriebwerke haben ja auch hier in Deutschland die Wurzeln. Das ist eine Idee von hier, diese Hochdrucktriebwerke. Die Kacheln, die haben auch eine europäische Vergangenheit, die sind ein Schweizer Ingenieur gewesen. Man kann sicher allen Beteiligten nur herzlich gratulieren und man sollte eigentlich darauf anstoßen. Denn Ich möchte es ja nicht verschweigen, Herr Buob, mein Kollege hier im Studio ist nämlich aus der Schweiz, der ist mit Recht auch etwas stolz darauf. Es und sind auch als übrigens Europäer. keine betonierten Landepisten hier, sie sind nur so ein bisschen festgewalzt und da hat man da etwas darauf, nicht wahr, sozusagen raufgemalt, so mit Teerstriche, damit die Piloten ungefähr wissen, was man ihnen an Piste da Schiemann, Ja, Sie wissen ja, dass diese Wüste, dieser Seeboden, dieser ausgedrungene Seeboden ja deswegen genommen wurde, weil das fast betonartig fest von Natur aus ist. Ja. Durch den starken Mineralgehalt des Bodens und durch das hier 350 Tage lang Sonnenschein ist, also kaum Regen fällt. Und das hat den Steuerzahler ja gar manche Millionen Dollar gespart sozusagen im NASA-Programm. wissen Sie, was ja nett war? Ich weiß ja nicht, wo Sie heute Nacht da noch Quartier bekommen. Dass natürlich das finanzielle Gelingen, das Gelingen dieser verspäteten Raumschifflandung, dass das natürlich für die Weiterfinanzierung von NASA-Programmen von ungeheurer psychologischer Bedeutung war auch. Ja. Nein, ich wollte nur sagen, vor ein paar Tagen, wir machten uns doch hier immer Sorgen um unsere Sendezeiten. Darum konnten wir sie nicht ausdrucken. Herr Kronzucker, das ist ja was Schreckliches, nicht? Wir konnten es nicht ausdrucken. Aber da hieß es doch noch vor ein paar Tagen, ja, nun hat es leider da doch mal geregnet, was nie tut. Und es wäre sogar ein kleiner Bach entstanden, der quer über diese Piste gelaufen wäre. Aber vor 2, 3 Tagen sagte die Dame, nee, das Wetter ist herrlich, inzwischen ist es getrocknet. Wenn Sie doch vielleicht das eine, es mir nie gelungen, mal feststellen, wenn Sie abends irgendwo ein Bier trinken, ob es nun wirklich Shrimps gibt, wenn es dort geregnet hat. Das ist so ein Märchen und man weiß nicht recht, ist es ein Märchen oder stimmt es? Es wird immer behauptet, nach Regen käme der Shrimps aus dem Salz. In die kulinarischen Einzelheiten von Edwards bin ich noch nicht eingedrungen. Ja. Darf ich kurz mal unterbrechen? Wir sehen nun die erste Truppe, die vom Boden, die nun das Flugzeug, möchte man sagen, den Gleiter übernehmen wird. Das ist die vorhin genannte Gasschnüfflertruppe. Die gehen um den Space Shuttle rum und mit empfindlichen Geräten stellen sie fest, ob irgendwo gefährliches Gas ausströmt. Denn an Bord gibt es ja Freontanks, es gibt noch Wasserstoff, es gibt Stickstoff, es gibt diese Treibstoffe noch für die Steuerraketen, die ja alle nicht aufgebraucht sind. Und wenn also durch die Erschütterung irgendwas gebrochen sein sollte, könnte es sein, dass hier irgendwo solche Gase ausströmen, die einerseits giftig sein können, andererseits auch explosiv sein können. Das ist die erste Vorsichtsmaßnahme. Ja. Sie sehen hier die Leute mit entsprechenden Schutzanzügen. Wir sollten auch erwähnen, die Besatzung hat die Erlaubnis, wenn es sein muss, wenn es doch zu einer Notsituation ausgerechnet nach der Landung kommt. Sie sitzt noch auf ihren Schleudersitzen, sie hat Klappen über sich, die weggesprengt werden können. Wenn es gefährlich wird, dürfen sie sofort raus, sonst sollten sie eigentlich etwa zwischen 45 und 60 Minuten nach erfolgter Landung erst das Fahrzeug verlassen. Links im Bild sieht man jetzt schon
den Schlepper, der die Columbia dann zum Flughafen, zum eigenen Flugplatz zurückschleppen wird. Ja, diese Fahrzeuge, die man jetzt da kommen sieht von der Seite, die gehören auch zu der Truppe, die also die Abkühlung der Maschine mit besorgen soll, also auch eine Windmaschine dabei. Und diese anderen Leute da am Rande, die versuchen also eventuelle Giftentwicklungen... Eben, das haben wir gerade gesagt vorhin. Hat er gesagt, ja. Ja. Also ich würde sagen, im Moment haben wir das vielleicht gesehen. Wir wollen mal etwas wagen. Wir hoffen, dass wir nicht den Zorn unserer Zuschauer erregen. Wir haben neulich mal ein kleines Stimmungsbild gegeben, versucht einzufangen von dieser ganzen abenteuerlichen Gegend bei Edwards. Das wäre hier bei uns der Film Nummer 13. Aber sobald wir zu schöne Bilder am Boden haben, bitte sofort unterbrechen, Herr Gottsmar. Es ist nämlich wirklich schon eine bemerkenswerte Gegend. Da unten diese ganze Gegend. Sie ist übrigens neuerdings erdbebengefährdet. Die Erde wölbt sich dort, wie die ganze Gegend um Los Angeles herum. Wir sind ja hier etwa 1,5 Stunden, Autostunden von Los Angeles entfernt. Wollen wir mal sehen, ob wir dieses kleine Stimmungsbild bekommen. Sie wissen ja, die Amerikaner... Ich würde doch vorschlagen, dass wir dem Live-Bild weiter folgen, weil ja doch jeden Moment vielleicht neue Ereignisse kommen können. Wir wollen unsere Zuschauer nicht enttäuschen. Naja, ich weiß, ob da viel passiert. Herr Schiemann? Ja? Vielleicht sollte man auch erwähnen, das ist das Gesprächsthema unter den Journalisten natürlich jetzt sofort nach der gelungenen Landung, dass das natürlich auf die Psychologie der Amerikaner, auf die Mentalität eine ungeheure Wirkung haben wird. Wenn Sie das mal in der Reihenfolge von 3 Ereignissen sehen, da war erst die Rückkehr der Geisel aus Persien, die zusammenfiel mit der Wahl eines neuen Präsidenten. Dann wurde dieser wieder erwachende amerikanische Traum sozusagen zerschossen wie Glas, als der Anschlag auf Ronald Reagan passierte. Und jetzt diese gelungene Raumschifflandung, die natürlich auch jenen, die so ein bisschen hochmütiger sind, wieder Auftrieb gibt, die sagt, die Japaner, die können noch so viel tolle Autos bauen. Detroit hat uns zwar enttäuscht, aber hier auf diesem Gebiet sind wir einsame Spitze und da werden uns auch die Sowjets so lange nicht einholen. Das sind Themen, die hier so besprochen werden. Wir könnten aber vielleicht eins machen, Herr Gottsmar, das kostet uns überhaupt nur 1 Minute. Wir blenden einmal hier im Studio auf unsere Modelle und zeigen einen Größenunterschied zwischen dem Orbiter, den die Amerikaner gebaut haben, und dem, was es hier früher bisher in der amerikanischen Raumfahrt gab und natürlich auch in der sowjetischen. Einmal ein Schwenk über diese Dinge, die alle im Maßstab 1:10 bei uns aufgebaut sind. Rechts also der Orbiter, links ins Bild kommt jetzt Skylab, die amerikanische experimentelle Raumstation, die Wernher von Braun bauen ließ aus Resten des Mondprogramms, und dann ganz links die immerhin auch zu beachtende Salyut-Soyuz. Zurück, aber bitte zur EBU. Ja, und hier nun, nachdem die Gasmannschaft festgestellt hat, dass nichts Gefährliches ist, kommen die beiden Fahrzeuge, die angekoppelt werden, links und rechts an der Stelle, wo der Eintritt ist, der Hauptleitungen vom Haupttank, der schon längst weg ist. Diese Öffnungen, auf der einen Seite wird angeschlossen ein Kühlsystem, wird also von außen her dann das innere Kühlsystem des Shuttle mit eingekoppelt und so das Fahrzeug, die Innenteile wieder runtergekühlt. Auf der anderen Seite kommt sozusagen die Klimaanlage, nicht die Hauptklimaanlage, die wird also die Luft umgewälzt und wird wieder Frischluft von außen eingepumpt und die Abluft wird gereinigt. Eben wenn da irgendwelche Gasteile drin wären oder eben eine schlechte Luft, wird das hier über das äußere System abgeführt. Das wird der riesige leere Laderaum wird ja leer gepumpt und überhaupt eben die ganze innere, alles was innerlich Hohlräume sind, die sind ja an einem Zwangsumlauf, Luftumlauf angeschlossen und der wird hier von außen nun gespiesen. Ja. Zunächst kommt aber die Kühlungsseite. Sie sehen hier diese Mannschaft, die das gleich nun mit dem Flugzeug, das heißt mit dem Shuttle kombinieren wird. Zuschauer werden sich auch vielleicht daran erinnern, es war ein paar Tage lang davon die Rede, ob man womöglich hätte in Neumexiko notlanden müssen, nämlich weil es hier in Edwards geregnet hatte und der Boden doch etwas aufgeweicht war. Da gab es das große Problem, um diese Geräte, die wir jetzt da unten sehen, rüber zu schaffen nach Neumexiko. Da hat man dann dieselben Dinger nicht nochmal. Hätte man 36 Stunden gebraucht. Schließlich ist Amerika immer so ein furchtbar großes Land. Nicht Neumexiko, Sie kennen das vielleicht noch aus dem Fernsehspiel, das Fleisch, das ist genau die Gegend dort. Dort gibt es eine zweite Piste, sie ist 14 Kilometer lang, die wäre notfalls, hätte sie dafür ausgereicht. Aber nur ist man froh, dass man das hier machen kann, weil man hier diese Geräte eben stehen hatte. Und Sie sehen jetzt gerade den Augenblick, wo die
die äußeren Schläuche mit dieser Anschlussstelle in Verbindung bringen. Die Mannschaft, die am Boden und den Shuttle wartet, die Columbia wartet, die kommt aus dem Cape. Die ist also nicht von der Edwards Flugerprobungsstelle, sondern die kommt von daher, wo das Shuttle auch gestartet ist. Ja. Die übernehmen das jetzt hier. Und wir sollten ja auch erwähnen, dass nur die ersten Erprobungsflüge eine Landung in Edwards machen sollen. Später sollen ja jeweils dieses Schiff auf Huckepack auf eine 747 zum Cape, vielmehr, es wird nachher hier zum Cape geflogen werden mit einer 747. Später aber soll es ja nach jedem Start am Cape Canaveral auch auf einer neuen Piste, die etwas über 4 Kilometer lang ist, direkt am Cape-Gelände landen, sodass es dann nur noch ein paar hundert Meter hat in die Halle, in der es jeweils dann für den nächsten Flug vorbereitet werden kann. Denn der ganze Witz dieser Sache ist ja, dass man einen schnellen Turnaround hat, also eine schnelle Wiederherstellung des Fahrzeuges in dem Flugzustand, also eine schnelle Wartung, eine schnelle Überprüfung und ab soll es gehen zum nächsten Flug. Herr Schiemann? Ja. Der Kollege von der NASA, der hier mit uns draußen ist, der sagt uns gerade, es wird wahrscheinlich schneller als geplant eintreten, dass die beiden Astronauten dann herauskommen, also noch 16 Minuten nach dem, was er hier gesagt hat. Eben. Young ist zurzeit dran und prüft nochmal alle Systeme durch und jedes einzelne System, da konnte er bis jetzt immer nur positiv sagen, also es hätte alles gut funktioniert, aber zuvor wird natürlich erst einmal dann noch der Arzt für einen kurzen Check-up hineingehen. Ja, das ist natürlich furchtbar spannend für uns auch hier, denn unsere Sendung soll ja auflaufen auf die Sendung Heute-Journal, die Sie ja lange genug geleitet und sozusagen gegründet haben. Wir werden also sehen, ob hier in unserer Sondersendung oder im Heute-Journal man zum ersten Mal die Leute nachher zu sehen bekommt. Aber so ist eben Fernsehen, wir sind wirklich dabei. Ja, weil Sie sagen dabei, das Fernsehen hat natürlich auch dieses Raumfahrtereignis der letzten 3 Tage oder 2,5 Tage voll in Besitz genommen sozusagen. Das heißt also auf allen Kanälen, wann immer man irgendwo eingeschaltet hat, hat man außer Werbung doch immer wieder das Space Shuttle gesehen. Und es ist vielleicht eben dann doch was anderes, wenn man jetzt hier auf dieser Landebahn steht oder die 250.000 Menschen hinter dieser nächsten Bergnase. Die sehen dann eben etwas physisch da passieren und es wird nicht nur durch das Fernsehen gefiltert. Ich habe mich darüber mit einem NASA-Mann gestern unterhalten und der sagte, na wissen Sie, die andere Seite ist natürlich die, das Fernsehen ist für uns eine einzige große Werbekampagne und die haben wir nötig. Das ist natürlich auch ein Aspekt, der gerade in Amerika, wo sehr viel von Psychologie und Stimmung abhängt und nicht nur von Wirtschaft und 2x2, auch noch eine wichtige Sache. Ja, und ich möchte sagen, wir sollten uns doch in Deutschland wünschen, dass dieses Ereignis doch auch wieder mal ein bisschen dazu beiträgt, dass etwas mehr Interesse und auch Sympathie für die vordere Front der Technologie erzeugt wird. Denn wir müssen immer bedenken, zwar hat dieses auch später militärische Aufgaben zu übernehmen, die eben mit der Erdüberwachung, mit der Überwachung womöglich gegnerischer Bodenorganisationen oder womöglich Aufmärsche in Krisensituationen beobachten soll. Aber die meisten Flüge sollen ja wissenschaftlicher Natur sein und insbesondere auch an der Erdbeobachtung, wo zum Beispiel was von Braun, den wir wirklich heute Abend immer mal wieder erwähnen sollten, was von Braun immer sagte, es ist doch eine Schande, dass heute Hunderte von Millionen Menschen Hunger leiden und jedes Jahr zigtausende sterben. Und zwar warum, das hat er immer genau erklärt, einfach darum, weil es ja, wenn irgendwo eine Hungersnot ausgebrochen ist, es monatelang dauert, bis man Lebensmittel dorthin schaffen kann, einfach weil man das organisieren muss. Er sagt, aber aus dem Weltraum können wir monatelang vorhersehen, wo eine schlechte Ernte droht in Entwicklungsländern und wir können rechtzeitig schon das Sammeln und das Transportieren von Lebensmitteln in bedrohte Gebiete organisieren. Das war wirklich immer einer der großen Gedanken Wernher von Brauns. Und das Gleiche ist, dass wir natürlich mit solchen Fahrzeugen eine Erdbeobachtung machen können mit den wunderbaren einzubauenden Kameras, die es uns erlauben zu sehen, wo gibt es Bodenschätze, wie ist die Umweltverschmutzung, und zwar des Landes und des Wassers und der Ozeane. Das können wir alles aus dem Orbit beobachten. Und dabei ist ja ein ganz besonderer Witz des Weltraumes,
Worin unterscheidet sich überhaupt der Weltraum von der Atmosphäre? Dadurch, dass er eben leer ist, sodass ein einmal auf seine Bahn gebrachtes Fahrzeug gratis und franko, ohne einen Tropfen Treibstoff, Tag und Nacht die Erde umfliegt. Man braucht keinen zusätzlichen Antrieb mehr, wenn es oben ist. Und das ist ja mit keinem anderen Medium möglich als eben dem praktisch leeren Weltraum. Ich habe gerade in so einem lokalen kalifornischen Radiosender sozusagen eine Stimme der Industrie gehört, dass sozusagen unmittelbar und sprunghaft die Buchungen für künftige Space Shuttle Flüge in die Höhe gegangen sind. Ein Teil der Wirtschaft stand ja diesem Unternehmen noch etwas skeptisch gegenüber. Sie haben es sicherlich schon erwähnt, dass man ja schon für $3.000 etwas mit Space Shuttle hochschießen kann, um es im Raum zu testen. Wie gesagt, die Buchung auf diesen Flügen nimmt rapide zu, aber man darf auch diesen Aspekt nicht vergessen. Ein Drittel der nächsten Flüge, also 13 von 40, sind von der Luftwaffe verplant und gebucht. Das ist natürlich auch ein Unternehmen, das militärisch genutzt werden kann. Ja. Aber man sollte ja doch wohl, Herr Kohlzucker, nicht vergessen, dass in der Tat wohl manche Experten, die es wissen sollten, darauf hingewiesen haben, dass es noch nicht und hoffentlich nie zu einem dritten Weltkrieg gekommen ist, hängt damit zusammen, dass beide großen Weltmächte heute über Geräte verfügen, die es ihnen erlauben, aus dem Weltraum heraus mit ihren Kameras und sonstigen Augen zu beobachten, was unten passiert, sodass keiner mit einem Überraschungsangriff zu rechnen braucht. Das heißt, das gegenseitige Misstrauen wird durch so etwas ja abgebaut. Und dann kommt noch hinzu, dass es ja genau vor 20 Jahren von den Vereinten Nationen verabschiedet, also ein Abkommen gab, wonach die beiden Supermächte im Weltraum keine schweren Waffen einsetzen werden. Ja. Wir wollen nur hoffen, dass sie sich daran halten. Ja, eben. Es ist sicher gut, wenn durch das Skylab wieder sozusagen ganz allgemein der Blick auf die Erde wieder von etwas größerer Distanz werden sollte, sodass die Leute hier unten, die Menschheit, nicht an ihren einzelnen örtlichen Problemen so kleben bleibt und vergisst, dass in den nächsten 20 Jahren entscheidende Änderungen in der Einstellung der gesamten Menschheit zueinander sein muss, wenn sie überhaupt überleben will. Vielleicht mag diese neue Perspektive doch helfen, etwas Technik auch verträglich mit der Erde, mit der Ökologie einzusetzen. Und nur so wird die Menschheit bei dieser Bevölkerungsexplosion sicher über die Runden kommen auf menschenwürdige Weise. Es ist wie überall, das eine lässt sich sowohl für Kriegerisches benutzen, wie eben auch für einen sinnvolleren Frieden und für mehr menschenwürdiges Leben. Sie haben, Herr Schiemann, vorhin von der Bedeutung von Edward Space gesprochen für die Technologie der Raumfahrt. Aber ich darf da noch einen persönlichen Eindruck mit hineinweben. Ich war vor 15 Jahren schon einmal das erste und das letzte Mal vorher hier. Und zwar war hier in Edwards sozusagen das Hauptabfertigungszentrum für Soldaten, die nach Vietnam hinüberflogen. Und wie das mit dem Vietnamkrieg gegangen ist, das wissen wir ja. Und jetzt nach 15 Jahren sozusagen dieser Erfolg, wie gesagt, immer nur im psychologischen Bereich, der das wieder wettmachen kann. We think we're to the point where we're just waiting for somebody to about to let us out. We'll get back to you very shortly. This Mission Control, that's Capcom Ray Chow, who's working with the crew on powering down Lucky. Was sagt man, Herr Kronzucker, bei Ihnen? Wie sieht es denn aus jetzt? Ja, also jetzt wartet man natürlich gespannt darauf, dass die Tore da hinten aufgehen. Übrigens die Leute von der sogenannten prominenten Tribüne, man hat das also hier ein bisschen feinsäuberlich geteilt, das ist zwar organisatorisch sehr schön, aber irgendwo mag es auf die 250.000 Zuschauer auch etwas merkwürdig wirken, die so ein bisschen im Hintergrund warten müssen. Auf der prominenten Tribüne der Governor Brown und der Clint Eastwood und die Shirley Williams, und diese Leute sind jetzt darauf vorbereitet, dass als erstes die Astronauten zu ihnen hinübergehen, bevor sie dann nach Houston transportiert werden, da nochmal guten Tag zu sagen. Das ist jedenfalls, was ich gehört habe. Im Augenblick tut sich natürlich für uns von draußen her gesehen nicht allzu viel. Es laufen die vorgesehenen Check-ups und Kontrollen und Systemüberprüfungen.
Aber man sieht hier zumindest von diesem Blick hier, dass die Oberfläche kaum verletzt scheint. Also es sind offensichtlich keine Kacheln mehr abgefallen, als wir schon mal gesehen hatten hier oben bei den Hilfstriebwerken. Diese Wülste rückseitig, da waren links 3 weg und rechts 3 weg. Offensichtlich wir haben übrigens hier, wir Journalisten von der NASA-Behörde, jeder so eine Kachel geschenkt bekommen. Symbolisch, wir haben das mit gemischten Gefühlen natürlich entgegengenommen, denn das war, bevor man hier nach der Landung feststellen konnte, dass die Kacheln nicht ein so großes Problem waren, wie man vorher gedacht hat. Übrigens, Sie sehen hier vorne links ein Fahrzeug mit einem Propeller. Man hat dieses eigens hergebracht, dass etwas Wind gemacht wird mit diesem Propeller, damit nirgends irgendwelche Gase, die man immer noch vermutet hat, oder eben das ist einfach die Grundvorsichtsmaßnahme, dass da immer die Luft etwas durcheinandergewirbelt wird und also keine Konzentrationen von schädlichen oder gefährlichen Gasen auftreten können. Da ja normalerweise hier in der Gegend die Luft ja außerordentlich ruhig ist. Was ich also von der allgemeinen Zuschauerecke, die also für die Öffentlichkeit freigemachte Ecke am Rande des Flugfeldes sehen kann, setzt sie sich langsam in Bewegung. Dort machen also Verkäufer das Geschäft ihres Lebens. Es gibt also von diesen Ziegeln überhaupt keine mehr zu kaufen, wie ich mir schon habe sagen lassen. Das ist ein neues Raumfieber ausgebrochen, aber nach 6 Jahren tut das den Amerikanern ja auch nicht schlecht. Meine Damen und Herren, wir wollen Ihnen ganz kurz nur einmal, trennen wir uns eine Sekunde von etwas und fragen wir, was soll das Ganze in Zukunft. Ich habe hier ein sehr schönes Bild, das einmal zeigt, wie wunderbar man Details sehen kann aus dem Weltraum. Hier bitte mal ein bisschen darauf zufahren. Also man kann wirklich aus dem Weltraum mit geeigneten spektroskopischen Verfahren wirklich die feinsten Einzelheiten erkennen, Bodenschätze, Umweltverschmutzung, Erntezustände und so weiter. Und dann noch etwas, Sie sehen hier den Shuttle, so wie er heute schon existiert. Von ihm aus will man große Strukturen bauen mit einer Spezialmaschine, die es sogar schon gibt. Mein Kollege Burb, wir werden das jetzt wohl nicht zeigen können, der hat sie selber einmal gezeigt. Der kommt tatsächlich aus einem Apparat, den man mitnehmen kann. Aus dünnen Aluminiumblättern hergestellt, kommen solche Träger raus. Und das ist nur dadurch möglich, dass man ja oben im Weltraum immer ein Gleichgewicht hat zwischen dem Gewicht einer Masse und der Fliehkraft, die diese Masse in der Umlaufbahn durch Geschwindigkeit und Krümmung der Bahn erreicht, sodass man riesige Strukturen bauen kann. Und da will man dann zum Beispiel Antennen dran bauen, Tausende von Antennen gebündelt zusammen, mit denen man also den Fernsehverkehr, aber auch den Nachrichtenverkehr außerordentlich wird steigern können. Man will aber auch hier, das ist ein anderes Bild, das zeigt einen Shuttle, kaum mehr hier erkennbar, mit angebauten, das baut die Firma Lockheed bereits, Sonnenzellen, damit die Besatzung dort wochenlang oben bleiben kann und ihren elektrischen Strom hat. Also es gibt dort wirklich schon eine ganze Menge von Anwendungen, die jetzt schon in der Vorbereitung sind. Und weiter geht's mit Edwards. Auch von dieser Seite noch mal kurz auf diese Edwards Base einzugehen. Ich meine, noch um 1900 gab es hier bis auf ein paar Indianer, die manchmal hier durchzogen und ihre Ahnen im Death Valley verehrten, ja kaum Anwohner. Der erste Anwohner hier war ein Siedler im Jahr 1910, dessen Frau Kurum hieß. Und den Namen hat er umgedreht, es gefiel ihm besser und hat diesen ersten Ort hier Moruk genannt. Und Sie wissen ja, dass diese Basis bis 1947, glaube ich, war es Moruk hieß und erst dann nach einem abgestürzten Luftkommandanten Edwards umgetauft wurde. Wir waren dort ja vor einiger Zeit, einige Meilen von dort entfernt gibt es eine alte verlassene Goldgrube, ein wirklich abenteuerliches Gelände, von dem aus man schon einen Blick dort werfen kann auf diesen Salzsee. Und da kann man doch immer nur sagen, die Amerikaner haben immer die Frontier, die Front geliebt. Und als sie, aha, sie hat ein ganz kurzer Streifen nur, aha, wir haben ihn da oben links, da sehen Sie so ein Schackwerk und das ist doch das romantische Stück, was die Amerikaner so lieben und mit ihrer Vergangenheit verbindet. Sie sehen dort hinten, das ist wenige Kilometer entfernt von diesem Shuttle jetzt. Und dort oben steht jetzt drauf, also Gold Camp. Dort haben die Goldgräber
Als sie nicht weiter konnten, da haben sie nach Gold gesucht, noch einiges gefunden. Und da sind wir mit dem Auto einmal schon mal entlang gefahren, diese Piste. Und da stehen dann überall diese etwas merkwürdigen Buden, in denen die Leute wohnen. Das ist eben wieder mal ein Stück vorderster Front Amerikas, das lieben die Amerikaner. Aber es muss natürlich auch mal was dabei herauskommen. Und da haben wir es jetzt, der Shuttle. Und da werden jetzt eben auch Tausende von Menschen beschäftigt. Sie müssen sich vorstellen, Herr Kronzucker, wir haben hier so eine elektronische Erfindung, die nutzen wir gerade aus. Wir sehen den Shuttle, aber oben links sehen wir jetzt auch Ihr Kalifornien, die Berge, von denen Sie sprachen. Und im Hintergrund die alten Raketenprüfstände sind jetzt zum Stillstand gekommen, wo die Atlas ausprobiert wurde und auch die Titan, wo man einfach das Gebirge ausgenutzt hat, um in Schluchten hinein zu feuern mit den Raketenmotoren. So gesehen ist also Edwards auch in der Sache der Raketenentwicklung einer der wichtigen Orte Amerikas. Und hier ein Blick jetzt in diese neue Stadt Palmdale, von der Sie vorhin schon sprachen. Wir haben hier gerade einen Bahnübergang, einige ganz schöne Straßenkreuzer, die die Amerikaner sicher abgewöhnen wollen. Aber immerhin, das liebt Amerika und das hört dort leider 1,5 Autostunden später auf, denn da kommt ja dann eben der Pazifische. Ja, auf einem Radiosender hier hat man jetzt gerade den Herrn Schmidt dran. Das ist ja einer der früheren Astronauten, der von Präsident Ronald Reagan beauftragt worden ist, die Programme zu überwachen und zu begleiten. Und der hat natürlich jetzt schon eine ganz andere Aussage gemacht als noch am Sonntag in einem Sonderprogramm Face the Nation hier, als er gefragt wurde, wie wird das denn mit der Finanzierung von NASA weitergehen. Und da hat er gesagt, 1984 wird unser schlimmstes Jahr, angespielt auf einen Haushaltsplan, den noch Jimmy Carter verabschiedet hat. Jetzt klang er schon ganz anders und hat gesagt, also er sieht da eigentlich rosig in die Zukunft. Ja, das man ist kann jetzt als Kommentator natürlich auch schon sagen, wer will jetzt eigentlich nach diesem gelungenen Raumflug also da noch einen Stein dazwischen legen, wenn das Programm nicht nur moralisch, sondern auch kommerziell Erfolg verspricht. Ja, und das, was Sie da erzählen, Herr Kronzucker, ist doppelt interessant, denn wir haben hier neulich einen CBS-Film gesehen. Der hatte den Titel 14 Billion Dollars, also auf Deutsch 14 Milliarden Dollars. Sie nennen ja eine Milliarde, eine Billion. Das ist ein bisschen übertrieben. Und da wurde dieses ganze Programm eigentlich noch relativ madig gemacht und dauernd davon gesprochen, dass es ja immer verzögert wurde und dass es immer mehr Geld gekostet hat. Und da kann man eigentlich auch... Stimmt. Ja, natürlich, was stimmt. Aber es hat ja vor allen Dingen länger gedauert. Da muss ich unbedingt noch einmal schnell was von Wernher von Braun erzählen. Sie wissen, als er hatte ja damals die Verantwortung für den Bau der Mondrakete Saturn V und hatte ja das große Zentrum in Huntsville. Eines Tages kam Kennedy hin, wollte sich das Ganze ansehen. Naja, hat von Braun nicht ein Edelmann, ein Mann von guten Manieren, ist dann also hin zum Flugplatz, hat seinen Präsidenten abgeholt, hat Kennedy ein bisschen zur Seite genommen und hat gesagt, tell me, Doctor, can't we get a little earlier to the moon? You know the Russians. Sagen Sie, Doktor, können wir nicht ein bisschen schneller zum Mond? Sie wissen doch, die Russen. Naja, was hat von Braun gesagt? Das konnte er sich leisten. Er sagte, Mr. President, denken Sie daran, Sie können schließlich auch nicht von neuen Frauen erwarten, dass sie ein Baby in einem Monat kriegen. Solche Sachen kosten nun mal ihre Zeit. Aber das habe ich jetzt gerade noch einmal hier gehört, in einem Radiosender von der japanischen Bedrohung und das wiederhergestellte Vertrauen in die amerikanische Technik. Gut, das schwappt natürlich jetzt alles ein bisschen auf die andere Seite über, wie Sie auch gerade gesagt haben. Sehr viel Skepsis wurde ausgedrückt, was soll das alles? Aber jetzt ist eben die Uhr nach der anderen Seite ausgeschlagen. Ja. Das Pendel der Uhr. Und wir haben es ja gesehen, das Ding ist gelandet nach dem neuen Mikrowellenlandesystem. Das will man in wenigen Jahren am Boden ausnutzen, damit meinetwegen in Frankfurt viel mehr Flugzeuge gleichzeitig von allen möglichen Seiten anfliegen können. Herr Burb schüttelt mit dem Kopf, da weiß es besser. Diesmal sind Sie noch von Hand gelandet. Ja, ich weiß, aber trotzdem, Sie mussten den Anflug schon machen unter Benutzung des Mikrowellensystems. Sie haben von Hand gesteuert. Ja, das Schlussleiter, ja. Ja, was das Geld anbetrifft, wissen Sie, von Braun, er ist nun einmal der Vater dieser Dinge, das möchte ich weitgehend sagen. Er hat ja einen riesigen Prüfstand für seine Saturn-Raketenmotoren gehabt in Huntsville, da konnte aus seinem Büro drauf gucken. Hat er gesagt, ich brauche aber noch so ein Ding in New Orleans, dort wo die Dinger nämlich gebaut werden, wo übrigens auch hier für der große Tank gebaut wird, in Michoud bei New Orleans.
Und da kam ein Kongressmann und sagte, sagen Sie mal, Doktor, Sie haben doch schon so einen Teststand da brauchen Sie noch einen. Da hat von Braun ganz lapidar geantwortet, no, do you want to get to the moon? Wollen Sie zum Mond oder nicht? Hat er gesagt, ja natürlich, ja. Dann brauche ich diesen Teststand und er hat ihn auch gekriegt. Und das ist es. Die Schwierigkeit beim Shuttle war, da wurde eine Zeit lang geknausert. Zum Mond sind sie nämlich ein paar Monate eher hingekommen, als auf der Deadline von Kennedy stand. Da hieß es Ende des Jahrzehnts, da sind sie ein paar Monate eher hingekommen. Aber jetzt steht er da und jetzt können wir froh sein und stolz für unsere Freunde in Amerika. Wir wissen ja, dass hier auf Edwards Space bis zu 70 Testprogramme schon vorbereitet wurden und einige weitere mehr in Vorbereitung sind. Hier werden ja auch die Cruise Missiles auf den B-52 geprobt und geflogen und alle 4 B-1, also dieser neue superschnelle Bomber, alle 4 werden hier ausprobiert. Genau. Aber natürlich spricht man da heute nicht von, sondern wie Sie das vorhin auch schon erwähnt haben, Space Shuttle wird also von der übergroßen Zahl der Amerikaner nicht als ein weiterer Schritt in eine Militarisierung, sondern als ein Beweis dafür, dass es mit Amerika wieder weitergeht und einen neuen Aufschwung nimmt, genommen. Ja, ja. Wir wollen auch nicht vergessen, dass ein paar Kilometer von dort in der Fabrik von Rockwell International, die ja der Hauptauftragnehmer für den Shuttle hier ist, dass dort natürlich die von Ihnen erwähnte B-1 entwickelt wurde, von der es 4 Stücke gibt, aber bisher nur als Testexemplare. Die große Frage ist ja, will man den B-1 weiterbauen, damit man Überschall tief eindringen könnte in gegnerisches Gebiet und vielleicht 30, 40 Cruise Missiles mitnehmen könnte? Oder will man, weil der B-1 schon nun beinahe wieder überholt ist, ein anderes Fahrzeug bauen? Und das wird sich alles in den nächsten Monaten herausstellen müssen. Vielleicht hier noch ein Stichwort zu den Fenstern. Die sind natürlich aus Spezialglas, denn die müssen ja auch diese Aufstiegshitze und die Abstiegshitze, die zwar an dieser Stelle ja nicht so hoch ist, sie wird um die 400, 500 Grad sein, überstehen. Die haben eine Spezialschicht darüber aus Silber, aus speziellen Teflons und ein ganz komplizierter, feiner Film ist außen über diese Scheiben gespritzt, damit die Hitze abgehalten wird und dennoch die Astronauten hindurchsehen können. Während dem Aufstieg haben sie innen die Fenster mit irgendeiner Art von Rouleaus zugemacht, was natürlich beim Abstieg nicht geht, denn sie müssen ja nachher wirklich was sehen können. Sie haben Filter innen bei den Fenstern, um hier nach der Sonnenlage besser raussehen zu können. Man sieht ja sehr deutlich, dass eigentlich kaum was passiert ist. Der Rumpf sieht ja vollständig ganz aus, also alle Ängste sind glücklicherweise überflüssig gewesen. Also wenn ich da noch eine Kleinigkeit eher skurril nachschieben darf, es ist auch bekannt geworden, dass keine Klapperschlange zugebissen hat heute Vormittag und nur eine insgesamt gefunden wurde, die aber sehr schnell das Weite gesucht hat. Ja, Konkurrenz aus dem Weltraum. Das Space Shuttle hat ja mehrere Jungfernflüge gemacht, mehrere Premieren. Nicht? Zum ersten Mal sind ja mit diesem System auf einem Pulverfass, auf einer Feststoffrakete Menschen in den Raum geschossen worden. Neu sind diese Hochdrucktriebwerke, Wasserstoff, Sauerstoff. Neu ist die Art der Isolation, die Kacheln. Neu ist die ganze elektronische Zusammenfassung, das Landesystem. Es gibt also hier eine ganze Menge von Premieren. Auch neu, dass ein solch riesiger Vogel, die Größe von DC-9 ungefähr, hier runter segelt. Es gibt also hier eine ganze Menge technischer, handwerklicher Premieren, die tatsächlich ein deutlicher Markstein sind für weitere Technikanwendungen. Ja, wir sollten auch erwähnen, dass ja insgesamt 4 flugfähige operationelle Shuttle, solche Orbiter nach und nach gebaut werden. Sie wissen, dass die Feststoffraketen nach dem Start aufgefischt werden. Sie arbeiten ja nur etwa 2 Minuten lang, dann werden sie aufgefischt von einem kleinen Schiff und wieder nach Hause gebracht und können sie wieder zurechtgemacht werden, neu mit Feststoff, mit Pulver sozusagen gefüllt werden. Aber verloren geht doch immerhin jedes Mal dieser riesige Tank und das ist nur für einen gut, nämlich für die Firma Martin Marietta.